und herzlich willkommen zu unserem Podcast Wissenschaft trifft Praxis. In der neuen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Augmented Reality, ein Thema, was in der betrieblichen Bildung zukünftig eine immer größere Rolle spielen wird. Unsere Videopodcast-Reihe können Sie auch als Audio-Podcast in Spotify sich anhören, während der Autofahrt oder wann es auch immer halt passte. Die Gesprächspartner, die ich eingeladen habe zu unseren Videopodcasts, sind alles Referenten, Wissenschaftler, die im Herbst auf der E-Learning Summit Tour auftreten. Wissenschaft trifft Praxis ist unser Thema, weil sehr viel wird nicht nur in Grundlagenforschung, sondern auch in Forschung und Entwicklung in Deutschland bearbeitet. Doch der Transfer in die Praxis, in die Betriebe, der erscheint mir manchmal doch noch deutlich ausbaubar zu sein. Mal schauen, was unser heutiger Gast, Professor Oliver Thomas vom DFKI dazu sagt. Schönen guten Tag, Herr Professor Thomas. Hallo Frank, schön dich zu sehen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, okay. So, Oliver, dann lass uns ruhig beim Du bleiben. Du bist verortet im DFKI. Wofür steht das DFKI und für welche Handlungsfelder bearbeitest du dort? DFKI steht kurz für Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Das ist eine mittlerweile sehr bekannte Organisation mit rund 1000 Mitarbeitern, die sich rund um das Themenfeld, wie der Name schon sagt, KI kümmert. Sehr breit aufgestellt mit vielen unterschiedlichen Wissenschaftlern und mit einem Standortkonzept. Denn neben den Standorten, die ich jetzt beispielsweise in Niedersachsen, also mit meiner Heimat in Osnabrück betreue, gibt es Niederlassungen in Saarbrücken, Kaiserslautern, Bremen, aber auch Berlin. Und wir, um das vielleicht noch kurz zu sagen, sind jetzt zu dieser Truppe im DFKI vor rund einem Jahr dazugekommen. Das heißt, das DFKI Niedersachsen als Labor wurde vor etwa einem Jahr gegründet. Die Themen sind sehr vielfältig. Es geht um Muster, Bilderkennungsstrukturen, Data Analytics, die Anwendung von KI, aber auch vor allem im Unternehmen. Und das ist eine Schnittstelle, die ich sehr stark und sehr gerne betreue. Das heißt, bei mir geht es nicht darum, jetzt die beste Technologie, den besten Algorithmus zu vergleichen, sondern tatsächlich das auch damit zu verknüpfen und zu untersuchen, welche Voraussetzungen denn ein Unternehmen haben muss, um KI-basierte Assistenzsysteme beispielsweise zu entwickeln und wie diese Voraussetzungen im Unternehmen noch umzusetzen sind. Das hat ganz viel mit Organisation, Daten und Verantwortlichkeit auch der Menschen im Unternehmen zu tun. Und das bezeichne ich als die Smart Enterprise, also in Anführungsstrichen als das intelligente Unternehmen. Und das verbinden wir mit einem Engineering-Ansatz, also wir entwickeln, wir konstruieren das, was wir tun, systematisch, und deswegen heißt die Gruppe Smart Enterprise Engineering in Osnabrück. Ja, lass uns ruhig etwas näher ranzoomen an dieses Thema. Also das Deutsche Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz wird in der Öffentlichkeit eher in Verbindung gebracht mit selbstfahrenden Autos, mit Robotik, aber ihr beschäftigt euch eben auch mit unter anderem mit Augmented Reality. Das ist ja auch dein Thema. In der betrieblichen Bildung, die Akteure, die für die digitale Transformation der betrieblichen Bildung zuständig sind, sind natürlich enorm gefordert, sich zu orientieren. AR, VR, MR, alles Mögliche prasselt auf die Kollegen halt ein, in den Personalabteilungen, in den Weiterbildungsabteilungen. Biete uns doch mal eine Begriffsdefinition an von Augmented Reality. Ja, also kurz würde ich es auch einfach nur übersetzen als erweiterte Realität. Wichtiger als vielmehr sich auch vorzustellen, was es im Einzelnen bedeutet, ist vor allem von der virtuellen Realität, also von VR abzugrenzen und auch vielleicht noch einmal kurz, du hast es schon gesagt, den Begriff Mixed Reality einzuordnen. In der Regel geht man von so einer Art Continuum-Perspektive aus. Man fragt sich, blende ich etwas in eine reale Umgebung ein, unabhängig der Frage, mit was ich das tue, also mit einem mobilen Endgerät oder vielleicht sogar auch sehr modern mit einer Smart Glass. Oder aber tauche ich selbst als Mensch mit einer Technologie, entweder in einen Raum, in eine Projektion oder mit einer VR-Brille vollständig in eine virtuelle Umgebung ein. Diese Dinge sind zunächst unabhängig der Technologie, unabhängig des Interaktionsgrades, den ich als Nutzer erzielen möchte. Und in diesem Kontinuum, vor allem in Bezug auf Augmented Reality,
muss man halt dann auf den Anwendungsfall unterscheiden, wie viel davon, also wie viel von der Einblendung brauche ich an einer Stelle und soll die beispielsweise von dem, was ich sehe, was das System potenziell erkennt, abhängig sein, also sensitiv, kontextsensitiv gemacht werden, vielleicht sogar morgen sehr stark durch Objekterkennung intelligent vorangetrieben werden. Und das hat sehr, sehr viel Potenzial in der betrieblichen Bildung, vor allem deswegen, weil viele Aspekte in den beruflichen Umfelden auch tatsächlich vor Ort in einer lokalen Situation, beispielsweise bei der Erbringung von Services oder Ähnliches, angewendet werden. Und wenn dann Einblendungen aus einem Wissensfundus an einer Maschine, einer Anlage möglich sind oder vielleicht sich sogar über die Technologie jemand aus dem Backoffice hinzuschalten kann, dann wird was draus. Ja. Aber entscheidend ist eben tatsächlich zu prüfen, wie viel von dieser Erweiterung der Realität brauche ich in meinem tatsächlichen Kontext. Ja, meine ersten 24 Fragen hast du schon erfolgreich abgearbeitet. Hast du vielleicht einige praktische Anwendungsbeispiele für die Kollegen halt in den Unternehmen, wie sowas aussehen kann? Ja, also vielleicht mal ganz einfache Elemente. Also zunächst mal gilt bei uns auch in den Projekten immer, dass, wie könnte man sagen, also digital ist immer nur Mittel zum Zweck. Das heißt, digital ist nicht dazu da, beispielsweise analoge Elemente grundsätzlich zu ersetzen. Wenn ich in ein Unternehmen reinkomme und es gibt eine etablierte, sei es nicht digitalisierte, Lernlandschaft von Elementen, Strukturen, auch papierbasierten Dokumenten, dann muss ich die nicht in eine virtuelle oder erweiterte Realität versetzen, sondern ich kann beispielsweise eine Ergänzung dieser Elemente dadurch leisten, indem ich diese Dokumente vertagge, also mit Codes versehe, und aber das klassische Dokument dann sozusagen den Nutzer von dem Dokument in eine Erweiterung springen lasse. Ja, und hier erhält der Nutzer dann Zusatzinformationen. Typisches Beispiel, das auch mit mobilen Endgeräten sehr gut umsetzbar ist. Du kannst dir das so vorstellen, ich halte im Prinzip mein mobiles Endgerät, was auch immer es sei, auf diesen Tag, auf diesen Code und ich springe sozusagen dann in die Zusatzanwendung. Bedeutet, ich kann sehr, sehr einfach zusätzliche Informationen, Erweiterungen zu bestehenden Dokumenten mit einer AR-Anwendung umsetzen. Ja? Und ein zweites schönes Beispiel vielleicht, wo es etwas technischer wird, zu dem wir auch sehr, sehr stark geforscht haben, sind die Smart Classes, die ja eigentlich sehr stark auch durch den Google-Fauxpas in der Kritik waren. Google hat ja nach der Einführung wieder zurückgezogen und dann die Smart Class wieder später dann als Entwicklungskonzept in den Markt geworfen. Aber wir untersuchen sehr stark, wie beispielsweise technische Kundendienstleistungen durch Smart Classes oder generell Augmented Reality unterstützt werden können. Und in dieser Verknüpfung beispielsweise mit den Wearable-Technologien wird natürlich ein tolles Element raus, weil ich verbinde hier plötzlich nicht nur die Technologie Augmented Reality mit dem, was sie kann, sondern tatsächlich noch mit Vorteilen, die den Mensch betreffen. Beispielsweise sehr einfach das freihändige Arbeiten. Das ist unter anderem bei der Nutzung von mobilen Endgeräten nicht der Fall. Ja? Obwohl die Einblendung selbst mit mobilen Endgeräten natürlich viel performanter möglich ist als mit den kleinen Datenbrillen. Aber an diesen Vorteilen oder an diesen kleinen Beispielen merkt man schon, dass man relativ schnell auch auf sehr schöne Anwendungsfälle kommt, die auch tatsächlich heute bereits bei Unternehmen in der Umsetzung sind. Du hast ja ganz konkrete Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu diesem Thema. Kannst du uns da vielleicht berichten, womit ihr da konkret beschäftigt sind bei diesen Projekten für die betriebliche Bildung? Ja, im Prinzip habe ich mit dem letzten Beispiel schon eines der Projekte erwähnt, in dem Projekt Classroom. Man schreibt es so, wie man spricht, in dem Fall allerdings mit C, Doppel-S. Und der Raum haben wir mit Anbietern des Maschinenanlagenbaus einerseits, aber auch der Landtechnik untersucht, wie im speziellen Smart Classes zur Unterstützung von Kundendienstleistungen eingesetzt werden können. Und wir haben das so aufgesetzt, dass die Elemente aus den eigenen Weiterbildungseinheiten auf diese Glas zunächst mal ausgeliefert werden. Das ist auch der normale Kontext. Das heißt, machen wir ein Beispiel, bei einem Serviceprozess, Instandhaltung oder Wartung wird der Mitarbeiter durch eine Prozesssteuerung angeleitet. Die ist natürlich einfach gehalten, weil die Einblendung in das Sichtfeld des Nutzers, ja, ist relativ klein. Die muss konzentriert werden, muss systematisch und sinnvoll aufgearbeitet werden, aber wird mit einer Prozesssteuerung hier durchgeführt. Also blenden wir diese Informationen ein. Und dann haben wir in dem Projekt gemerkt,
dass das allerdings nicht für jeden Anwendungsfall gilt. Dann natürlich, wenn der Hersteller auf seine Daten, Konstruktionsdaten, vielleicht auch Serviceprozesse permanent zugreifen kann, ist das der einfache Fall. Wenn aber ein Dienstleister für mehrere Unternehmen unterwegs ist, das ist beispielsweise häufig im technischen Kundendienst der Sanitär-, Heiz- und Klimabranche tätig, dann hat er diesen Zugriff fast nicht und ist vielleicht dazu angehalten, diese Informationen über Experten vor Ort zu erheben. Also haben wir den Spieß im sprichwörtlichen Sinne umgedreht und haben die Technologie der Smart Glasses, also nicht nur das Thema AR, sondern beispielsweise die Sprachsteuerung, die Nutzung von Video, Bilddokumentation oder Ähnliches dazu genutzt, während der Prozessausführung den Ablauf zu erheben und ihn zurückzuspielen in die eigenen Weiterbildungseinheiten. Ja, und so bauen wir diese Forschungsprojekte auf, nutzen einerseits die Technologie, verknüpfen sie aber sehr stark dann mit verschiedenen Elementen, sodass ein gesamtes Bild nochmal für ein neues digitales Geschäftsmodell entsteht. Das zweite Projekt, das ich noch erwähnen würde, wäre vielleicht Glashaus, zu dem auch jetzt dieser Tage ein neuer Band bei Springer erscheinen wird zum Thema Augmented Reality und der Perspektive auf die Unterstützung von Logistikdienstleistungen. Dort haben wir den eben genannten Sprung von dem Maschinenanlagenbau und den Landtechnikherstellern in die Logistik, beispielsweise in die Lagersteuerung verlegt. Und die Beispiele sind so trivial, also dass man zum Teil nicht drauf kommt, aber die Verknüpfung ist einfach dort gegeben, wo ein Mehrwert darin entsteht, dass ich eine Einblendung in ein Sichtfeld umsetze. Beispielsweise haben wir das zum Aufbau von Werbedisplays im Rahmen von Logistikdienstleistungen im Einzelhandel gemacht. Mitarbeiter bauen dort die Displays auf, also unterschiedliche Produkte werden unterschiedlich platziert, saisonal abhängig. An Ostern sieht der bunte Karton etwas anders aus wie an Weihnachten. Das mag zunächst trivial klingen, für die Mitarbeiter ist es aber tatsächlich sehr schwer, das zu erfassen in der Veränderung. Für einen Computer, einen Rechner ist das also kein Problem. Und diese Einblendung variiert also sozusagen sehr stark und die Nutzung dieser Technologie leitet die Mitarbeiter dann bei dem Aufbau der Displays an. Eine total einfache Anwendung, ja. Also es ist kein Rocket Science, das ist wirklich sehr, sehr einfach umzusetzen, aber durch den Anwendungsfall und die Klarheit der Anwendung wird dann was draus. Und das haben wir in dem Projekt Glashaus umgesetzt. Beides im Übrigen dann in der Regel geförderte Projekte vom BMWF. Ja, geförderte Projekte vom BMWF. Wir sind ja hier in der Podcast-Reihe Wissenschaft trifft Praxis. Ich bin, das war Anfang März, war ich in Bonn gewesen, im Alten Bundestag. Da kamen mehrere hundert Akteure zusammen, alle F&E-Projekte aus dem BMWF, also Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die zweitägige Tagung ist anmoderiert worden mit den Worten: Wir haben 500 Millionen Euro in 300 Vorhaben gesteckt und das ist jetzt die Statuskonferenz. Es sind auch 50 Projekte vorgestellt worden dort. Man konnte mit den Akteuren sprechen, alle mit Herzblut dabei gewesen. Aber ich habe zwischen den Zeilen eigentlich überall rausgehört oder oft rausgehört, dass es fehlte an Geschäftsmodellen, es fehlte an einem Transfer. Wie wollt ihr die PS auf die Straße bringen? Das, was ihr erforscht und entwickelt habt, dass es wirklich auch zu dem Dürstenden kommt, der das Wasser braucht? Ja, also ganz schwieriges Thema und eine wirklich gute Frage. Würde ich versuchen, so klar wie möglich darauf zu antworten. Also man muss die Drittmittelforschung, also die wir in den großen Institutionen, die wir betreiben, von der direkten Umsetzung von Geschäftsmodellen unterscheiden. Die Bundesministerien gehen zu Recht mittlerweile so weit, dass auch innerhalb der Projekte, das ist auch wichtig, die entsprechenden Geschäftsmodelle zumindest mal angedacht, konzipiert, vielleicht auch mit umgesetzt werden in Teilen, in der Regel dann mit Soft- und Hardware prototypisch. Aber es gibt ja noch einen Schritt, nämlich den Schritt, um Kunden für Produkte zu gewinnen und die erfolgreich an Märkten zu platzieren. Dazu ist grundsätzlich eigentlich eine Forschungsinstitution nicht ausgerichtet. Also weder die Universität noch das DFKI hat natürlich die Aufgabe hier, die entsprechenden Umsetzungen direkt in ein Lizenzgeschäft zu übertreiben. Es gibt dafür Konzepte, aber erstmal ist das grundsätzlich nicht dazu da. Aber wir versuchen dort natürlich auch Antworten zu finden und vieles davon machen wir selbst. Das heißt, wir testen nicht nur Systeme aus, sondern beobachten auch Märkte, begleiten Unternehmen eben dann nicht nur in Forschungsprojekten, sondern setzen mit diesen auch konkrete Projekte um und das machen wir mit eigenen
Ausgründung. Das habe ich eigentlich auch in meiner Laufbahn, die jetzt, ich glaube, bescheiden 10, 11 Jahre andauert. Ich bin 2009 nach Osnabrück dort auf den Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik gegangen, eigentlich immer schon gemacht. Und ich selbst habe auch 2 Unternehmen gegründet, die das genau tun. Einerseits die Strategien GmbH mit Hauptsitz in Osnabrück, die Unternehmen bei der digitalen Transformation begleitet, und andererseits die Didactic Innovations GmbH mit Hauptsitz in Saarbrücken, die eben ein solcher Spezialist für digitale Außen- und Weiterbildungsszenarien ist. Und die setzt die Projekte auch mit uns zusammen um. Und dort sind konkrete Projekte nicht nur in einer Beratungsstruktur eingebettet, sondern tatsächlich im Rahmen auch von Soft- und Hardware-Implementierung. Ja, das macht Hoffnung, dass hier die PS mit solchen Modellen natürlich dann auch wirklich auf die Straße kommen und nicht nur in irgendwelchen Ordnern dann halt schlummern werden. Dafür gibt es, Oliver, wenn lass ich uns das noch mal sagen darf, Frank, auch einen Begriff. Der wird im Rahmen von Forschungsinstitutionen, vor allem wenn Dissertationen entstehen, als Schrankware bezeichnet. Okay, gut. Lass uns noch mal einen gemeinsamen Blick auf eine Prognose werfen. Gerade du kannst ja die Helikopterperspektive einnehmen und kannst ja sehr gut halt schauen, was für ein Potenzial in der betrieblichen Bildung für dich halt sichtbar ist und was deine Prognose insbesondere für den Standort Deutschland bedeutet. Ja, also es zieht unheimlich stark an. Man muss es aber, so verstehe ich deine Frage, auch jetzt in Bezug auf die Technologie setzen. Ja, da würde ich vielleicht mal bei der Technologie beginnen. Bei RA und natürlich auch VR, wie viele weitere Technologien gilt, wir haben natürlich wieder einen der Hardware-Kämpfe verloren. Ja? Also das, was wir dort nutzen, wird in Übersee, Asien, USA, wo auch immer hergestellt. Und das ist natürlich für den Standort Deutschland sehr, sehr schlecht. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir solche Modelle zukünftig stärker abfangen. Ich denke aber, dass wir umgekehrt noch eine sehr gute Chance haben. Das habe ich in Teilen eigentlich schon angedeutet, nämlich mit diesen auch etablierten Hardware-Konzepten, also den mobilen Endgeräten, den Smartphones, vielleicht auch den Smart Glasses, den VR-Brillen, eben auch digitale Geschäftsmodelle umzusetzen. Und das konsequent zu tun und das in einen Ansatz zu bringen, der die dahinterliegenden Dienste eben, also die Services in den Vordergrund drückt. Also das, was wir neudeutsch so als Smart Service bezeichnen, das tatsächlich in ein Konzept einzubetten und daran auch zu hängen. Ja? Und mir ist es lieber zu akzeptieren, dass die Endgeräte woanders hergestellt werden, aber die digitalen Geschäftsmodelle damit noch umzusetzen. Und das rücken wir deswegen auch sehr stark in den Fokus. Was die Gesamtentwicklung angeht, ist total interessant, die Veränderung des Gartner Hype Cycles zu beobachten. Ja, da gibt es ja diesen berühmten Weg über den Hype Cycle und dann in den Tal der Enttäuschungen und wieder raus. Und da ist ja AR und VR im Übrigen nach wie vor von Gartner sehr stark eingeordnet. Also sprich, es wurde mittlerweile überhyped, ja, kommt aber jetzt in den konkreten Umsetzungsbereich und aus diesem sogenannten Tal der Enttäuschung langsam heraus. Und tatsächlich ist das der Fall. Das heißt, wir haben jetzt einen Status quo, wo vor allem AR in vielen sinnvollen Bereichen, also Medizin, ja, die eben genannten Beispiele von mir, Servicebereiche, Maschinenanlagenbau, aber Logistikanwendungen in Teilen bereits etabliert ist. Aber nur in Bezug auf den konkreten Anwendungsfall, also dann, wenn es auch wirklich passt. Also ich bin der absoluten Überzeugung, dass sich die Thematiken noch weiter durchsetzen werden. Das sehe ich im Übrigen sehr stark bei dem Thema AR versus VR. VR wird ja stark aus dem privaten Umfeld getrieben durch den Gaming-Markt. Dann zieht oft ja das unternehmerische Feld hinterher. Aber RA wird noch einiges nach sich ziehen. Vor allem aber nicht deswegen, weil die Technologie besser wird, sondern weil ich glaube, dass die Integration in weitere Elemente, Methoden, Verfahren, auch andere Technologien einen Mehrwert bringt. Also dann, wenn Objekterkennung plötzlich intelligent funktioniert, macht das Nutzen einer Smart Glass mit einer Backoffice-Verbindung plötzlich einen ganz anderen Sinn, wie wenn ich noch kompliziert die Prozesse ansteuern muss. Und insofern glaube ich weniger an die Entwicklung einer Einzeltechnologie als vor allem an die Verknüpfung dieser Technologien, die dann eben zu neuen Geschäftsmodellen führen. Aber RR ist ein Themenfeld, da wird noch einiges auf uns zukommen.
Also die Anwendungsbereiche, du hast es ja auch schon genannt, die können sehr, sehr vielfältig sein. Gerade in Deutschland, auf der Summit Tour sind ja 3000 Unternehmen, die ja sich miteinander überbetrieblich austauschen. Haben wir ja den Blick, dass die meisten großen Unternehmen sind Exportweltmeister. Die Servicekräfte, die müssen in Hallen, deren Länder fahren. Sie müssen just in time, müssen Sie die Informationen und das Learning haben, was Sie in dem Moment gerade auch brauchen. Allerdings in den Personalabteilungen, in den Weiterbildungsabteilungen, die Treiber der digitalen Transformation der betrieblichen Bildung, das sind keine Wirtschaftsinformatiker. Wenn die jetzt für sich sagen, über unseren Podcast inspiriert oder durch dein neues Buch oder wie auch immer, Mensch, wir müssen mal prüfen, ob das ein Thema für uns wäre. Wie kann ich als weiterbildende Fachkraft oder E-Learning Professional oder L&D-Akteur, wie kann ich am besten eine Orientierung zu diesem Thema halt gewinnen? Wie sollte ich da vorgehen? Also das Beste ist, sich bewusst zu machen, was beispielsweise aktuell in der Corona-Krise passiert. Also das ist eigentlich das beste Beispiel. Ja, also Digitalisierung wird ja durch Corona in Teilen getrieben. Ja? Und das betrifft vor allem jetzt dadurch, dass die Menschen verteilt auch im Homeoffice arbeiten, plötzlich das Thema Weiterbildung und die Frage, haben wir unsere Inhalte eigentlich vor Ort digitalisiert, sind die digital verfügbar? Kann ich die verteilen? Habe ich vielleicht einen Kontrollmechanismus im positiven Sinne gemeint auf die Frage, wie das genutzt wird, also Stichwort Learning Analytics und Ähnliches. Und tatsächlich wird das momentan durch die aktuelle Krise getrieben. Und oh Wunder, es geht. Ja? Plötzlich kommen alle aus ihren Löchern, Anführungsstrichen, und merken, es geht ja doch mit der Digitalisierung und ich kann Weiterbildungselemente sinnvoll in neue Strukturen umsetzen. Wichtig ist aber hier eben, und das hat gar nicht so was mit dem Wirtschaftsinformatiker zu tun, sondern ich habe das anfänglich schon angedeutet, wirklich kritisch zu beurteilen, welchen Effekt Digitalisierung auch auf die Weiterbildung hat. Nicht alle Elemente kann ich digitalisieren, sondern ich muss immer beurteilen, in welcher Form ich das tue. Und hier muss man unterscheiden, ob ich mit einer Technologie vorangehe, ja, also wie beispielsweise mit einem webbasierten System, einer Lernmanagement-Umgebung oder vielleicht sogar, wie eben genannt, mit Augmented Reality oder Smart Classes, oder ob ich die Inhalte didaktisch-methodisch aufbereite. Das ist was anderes und das gehört zusammen. Und wenn ich mich dann noch auf unterschiedliche Branchen bewege und den Kontext berücksichtigen muss, bin ich plötzlich in einer fast schon Dreiteilung, die eigentlich nur zusammengenommen einen Mehrwert bietet. Und hier ist wichtiger, und das wäre dann auch für mich so ein bisschen die Überzeugungskraft des Wirtschaftsinformatikers, ja, der so ein bisschen in meinem Herz auch schlägt, dorthin zu treiben, dass er genau diese Verknüpfung auch sucht. Also dass er nicht um jeden Preis digitalisiert und Technologie neu oder anders implementiert und einsetzt, sondern sie vor allem im Weiterbildungskontext mit sinnvoller Didaktik verbindet. Ja, zwei Fragen noch zum Abschluss. Die eine Frage, die viele Akteure in den Unternehmen umtreibt, die halt digitale Weiterbildungsformate konzipieren. Wie weit muss der Betriebsrat einbezogen sein? Wie weit sind Datenschutzbelange bei Augmented Reality im Vorfeld zu berücksichtigen? Ja, ganz wichtig. Wir haben dazu in einem aktuellen Projekt, das ich eben schon genannt habe, in dem Glashaus-Projekt, eine juristische Perspektive auf die Entwicklung der entsprechenden Systeme gesetzt. Also frühzeitig in den Engineering-Prozess diejenigen Aspekte eingebettet, die dazu führen, dass später das entsprechende System quasi rechts- und datenschutzkonform entwickelt wird. Konzepte, die sehr nah an den Thematiken Privacy by Design und Ähnliches sind. Tatsächlich ist das total wichtig und muss auch verknüpft werden, denn viele der Endgeräte sind natürlich in der Lage, nahezu alles und im Prinzip permanent aufzuzeichnen. Das betrifft auch den Schutz von Betriebsgeheimnissen. Aber du wirst mit einer Smart Class nicht in jedem Betrieb deinen entsprechenden technischen Service unterstützen können. Das ist gar nicht möglich. Und dazu gehört es natürlich auch, das entsprechend in Richtlinien für die Unternehmen umzusetzen. Aber tatsächlich das ist ein total wichtiges Thema, das auch wiederum die Geschäftsmodelle hemmt. Daran hängt nämlich in Teilen auch die Akzeptanz der Technologie. Das ist ja was anderes wie bei Google. Google ist ja mit der Smart Class als AR-Technologie im B2C-Bereich gescheitert. Der Grund war aber
insbesondere auch ein datenschutzrechtlicher, nämlich die Vermutung einerseits der Menschen, dass derjenige, der die Glas trägt, Bilder von mir machen kann und damit gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verletzt. Umgekehrt gab es aber noch einen zweiten Effekt, der wichtig war, nämlich die Träger wurden als Nerds verschrien. Dafür hat sich auch dann im Netz ein Begriff etabliert, das waren die sogenannten Glassholes und wurden sozusagen verleumdet als Träger der Smart Glasses. Das gilt im betrieblichen Kontext nicht, weil wir tatsächlich in unserer Forschung auch nachweisen konnten, dass je stärker die Systeme auf den Anwendungsfall ausgerichtet sind, auch umso höher die Akzeptanz dafür wird. Und das ist ein wichtiger Punkt für die erfolgreichen Umsetzung der jeweiligen Geschäftsmodelle. Und dazu gehören natürlich auch datenschutzrechtliche Bestimmungen. Aber es muss in einen Gesamtkontext eingebettet werden, der die Akzeptanz der Technologie meines Erachtens in den Vordergrund rückt. Akzeptanz, ein wichtiges Stichwort, gerade auch für die betriebliche Bildung. Der Betriebsrat ist ein Stakeholder, aber es gibt ja eine ganze Menge Interessenvertreter, die halt in diesem Prozess halt mitzunehmen sind. Ob das jetzt der direkte Vorgesetzte ist, ob das jetzt die IT ist, aber auch die obere Führung. So, die Akzeptanz bei der oberen Führung heißt natürlich nicht zuletzt auch, wie viel Geld braucht ihr? Wie lange braucht ihr dieses Geld? Was kommt hinten raus? Was sind die KPIs dabei? Der Einsatz von Augmented Reality ist von der Fantasie natürlich in den großen Unternehmen eher vorstellbar, wo auch mal so ein paar Millionchen für Try and Error zur Verfügung stehen. Aber wie klein darf ein Unternehmen sein, um halt auch Augmented Reality als Lösung ins Auge zu fassen? Da sind eigentlich der Größe in Anführungsstrichen keine Grenzen gesetzt. Also wir arbeiten im Standard auch nicht nur mit Mittelständlern, sondern auch mit KMU zusammen. Also ein Unternehmen, in dem Fall ein Spezialist auf Servicetechnologie aus dem Südwesten, ich denke, den Namen darf ich ruhig nennen, Klima Becker, hat mit uns am Standort Saarbrücken Technologien ausgetestet, eben genau für diesen genannten Fall, nämlich den Einsatz der Smart Glass und weiterer AR-Technologien im technischen Service. Ja. Und ich kann jetzt die Anzahl der Servicetechniker dort in den speziellen Bereichen nur schätzen, aber ich glaube, die sind etwa um die 100. Das heißt also, nach unten wird dieser Fall auch schon möglich. Die Frage ist ja nicht, kümmere ich mich selbst darum, sondern die Frage ist, wo kommt das System her und wer baut es? Also wenn ich diese Struktur natürlich in einen Standard bringen kann und das natürlich auch mit einem adäquaten Preis und der Zusammenführung der Service- und Prozessinformationen für das KMU verknüpft wird, ja, dann kann ich das natürlich einsetzen. Aber für Kleinstunternehmen ist das meines Erachtens aktuell noch nicht umsetzbar, sondern das beginnt ab einer, sagen wir mal, kritischen Masse und skaliert natürlich über die Anzahl der Fälle, die ich betreuen darf. Das ist total spezifisch und hat tatsächlich nicht nur was mit der Unternehmensgröße zu tun. Beispielsweise haben wir auch viele Partner und Unternehmen, die selbst bereits einen Innendienst im Bereich der Serviceleistung betreuen. Durchaus gibt es dort große Hersteller im Bereich der Heizung und Klimatechnik mit bis zu 100 Mitarbeitern im Innendienst. Die haben ja nicht nur ein Interesse daran, beispielsweise Informationen auf ein mobiles Endgerät und eine Smart Glass für den Außendiensttechniker zu schalten, sondern den Innendiensttechniker mit dem Außendiensttechniker zu vernetzen. Das hat zunächst mal nichts mit der Einblendung von Informationen zu tun, aber aus der Verknüpfung wird etwas. Denn der Innendiensttechniker kann wiederum Informationen weiterleiten, den Menschen vor Ort anleiten und entsprechend durch die Technologie und wieder freihändig dann für den Außendiensttechniker Informationen austauschen. Und in dieser Kombination oder Abwägung auch des jeweiligen Anwendungsfalls oder der Situation des Unternehmens, wie es bereits vorstrukturiert ist, dort muss man diese Geschäftsmodelle dann untersuchen. Also in Teilen von der Größe abhängig, aber viel stärker eigentlich vom entsprechenden Kontext des Unternehmens. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiter darüber sprechen. Ich bin sicher, wir würden ja alle würden wir da lange lauschen. Allerdings unser Format ist ja auf 30 Minuten begrenzt und in der heutigen Zeit hast du sicher auch gleich schon in den nächsten Minuten deinen Nachfolge-Videocall in einem anderen Projekt. Wie auch immer, gib uns doch zum Abschluss nochmal einen kleinen Einblick in deinem neuen Buch. Was können wir da konkret erwarten? Welche Orientierung kannst du uns dort anbieten?
Ja, ich fange mal mit was Negativem an. Zwar, das Schreiben eines Buches dauert ja immer ein bisschen, ja. Und beim Thema AR hat man ein Problem. Also wenn man ein Buch zum Thema AR veröffentlicht und das mit einem großen Verlag zusammen macht, ist es in der Regel dann schon fast alt, bis es auf den Markt kommt, ja. Deswegen enthält dieses Buch, das sich um Augmented Reality und speziell um die Nutzung von Smart Glasses in Logistikumgebungen kümmert, nicht nur die Technologien und deren Beurteilung, ganz im Gegenteil, sondern vor allem Vorgehensweisen, Methoden zum Aufbau von Smart Glasses Applications, die Beurteilung entsprechender Kontexte im jeweiligen Umfeld. Also wo kann ich das einsetzen, wo kann ich das tatsächlich tätigen oder aber beispielsweise welche Verfahren, Methoden setze ich ein, um zu beurteilen, dass etwas an dieser Stelle funktioniert. Das betten wir in einen methodischen Ansatz ein und machen das auch use-case-orientiert. Das heißt, das Buch enthält auch unterschiedliche Beispiele, wo dieser Einsatz erfolgt, wo wir erfolgreich umgesetzt haben im Bereich der Lagerlogistik, Fashion-Logistik oder Ähnliches. Aber im Fokus steht zwar die Technologie, so heißt auch das Buch Augmented Reality, aber der Hauptinhalt sind die betriebswirtschaftlichen Konzepte. Ja, damit also diese Übertragung gelingt, auch dann, wenn die Technologie sich weiterentwickelt. Und da gebe ich auch offen zu, das haben wir in dem Projekt auch mehrfach erlebt, das Projekt Glashaus. Du fängst im Prinzip an zu implementieren und ein halbes Jahr später kommt sagen wir, eine neue Brille, eine neue AR-Technologie, was auch immer raus und du fängst nochmal bei Neuem an. Dann müssen die Konzepte, die du nutzt, so stabil sein, dass ein Technologiewechsel möglich ist. Und das ist vielleicht die Stärke des Buches und ich denke, dass das es liegt gerade bei Springer, das müsste in etwa 2-3 Monaten dann erscheinen. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Oliver, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sehen uns ja dann halt im Herbst bei der Summit Tour. Du bist in den Kongress in München dabei. Wissenschaft trifft Praxis. Da können wir dann halt auch sehen, was in den paar Monaten sich dann auch schon wieder zum Thema Augmented Reality schon weiterentwickelt hat. Und bis dahin wird ja auch dein Buch dann schon vorliegen. Danke für das Gespräch und bis in Kürze. Ich danke. Ciao, Oliver. Tschüss, Frank. Ja, das war unser Videopodcast mit Professor Thomas. Sie haben es gehört, das Buch nicht verpassen, das kommt demnächst raus. Und wer zu dem Thema eine weitere Orientierung haben möchte, einfach auf die Summit Tour kommen oder sich informieren zu der Summit Tour auf elearning-journal.de. Wenn Sie die eine oder andere bedeutungsschwangere Frage haben, können wir im Nachgang nochmal versuchen, ob Professor Thomas vielleicht noch Zeit hat, die eine oder andere praxisrelevante Frage zu beantworten, die wir dann halt in unserem Blog dann veröffentlichen würden. Ja, jetzt bleibt nur noch zu sagen, da ist der Abonnieren-Button, um dass Sie keine Folge dieses Podcasts verpassen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann auch im Herbst bei der Summit Tour sehen oder bei der nächsten Folge unseres Podcasts Wissenschaft trifft Praxis. Ciao.